Herzlich willkommen. Heute geht es um den M3 Competition. Mein erstes viertüriges Auto bzw. fünftüriges Auto. Ich zeige euch ein bisschen was aus dem Innenraum, ein bisschen was von außen und am Ende gibt es auch noch was auf die Ohren. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein kleiner Blick auf die Instrumententafel. Die Instrumententafel ist hier mit grauen Ziffernblättern ausgestattet und wenn man die Zündung anschaltet, sieht man beim Drehzahlmesser auf der rechten Seite, je nach Motortemperatur befindet ihr euch im Kaltstart, habt ihr dort sozusagen weniger Maximaldrehzahl zur Verfügung, ist der Motor bereits warm und auf Betriebstemperatur ist die Maximaldrehzahl höher. Das wird euch mit solchen kleinen orangenen und roten Lämpchen angezeigt. Ich zeige das jetzt einmal. Zündung ist jetzt an und ihr seht, der Motor ist bereits warm. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite bei 7.500 den orangenen Strich und bei 8.000 bzw. 8.500 die beiden roten Striche. Das heißt also, da ist sozusagen jetzt der Motor bereits warm, deswegen steht die volle Drehzahl zur Verfügung. Wenn der Motor kalt wäre, würde der rote Bereich deutlich größer sein und der orangene Bereich deutlich früher anfangen, so bei 5.500. Jetzt nochmal ein Blick auf die Instrumententafel. Wenn sozusagen das Auto Zündung eingeschaltet hat und man sieht, hier in der Mitte wird dann auch schön M3 eingeblendet. Sehr, sehr schön gemacht, kleines Gimmick, aber finde ich richtig toll. Was gibt es noch zu sehen? Zu sehen gibt es noch das ganz normale M-Lenkrad. Hier auch mit den bekannten Tastfunktionen. M1-Knopf, M2-Knopf, Limiter und Tempomat, Bordcomputerschalter. Relativ kleine Schaltpedals, die sind in anderen Autos größer, hier sind sie relativ klein ausgefallen. Da wäre es natürlich schön, wenn die ein bisschen größer wären, aber so ist das auch voll in Ordnung. Was wir jetzt hier sehen, ich habe die erweiterte Lederausstattung mit dabei. Das ist insgesamt sehr, sehr schön gemacht und auch wunderschön verarbeitet. Mir ist allerdings aufgefallen, dass im normalen Fahrbetrieb das dann teilweise ein bisschen knarzt und knirscht. Also knirscht nicht, aber eben knarzt, wenn da das entsprechende Leder an das Leder reibt. Ansonsten ist das wirklich sehr schön. Ein weiteres kleines bzw. großes Manko der erweiterten Lederausstattung ist, dass normalerweise hier auf der Fahrerseite würde sich jetzt im Normalfall ein Ablagefach befinden, in dem man Schlüssel oder Geldbeutel verstauen kann. Das ist mit der erweiterten Lederausstattung leider nicht mehr vorhanden bzw. weggefallen. Auch auf den Türtafeln bzw. innerhalb der Türtafeln Leder. Auch hier oben an der Türtafel selbst ist jetzt Leder vorhanden. Normalerweise ist das ja lediglich Hartplastik bzw. Soft-Touch-Plastik. Das also alles jetzt wunderschön beledert, fühlt sich sehr, sehr gut an. Wie gesagt, macht lediglich ein bisschen Geräusche beim Fahren. Dann auch das Armaturenbrett komplett mit Leder überzogen. Das ist wunderschön von der Haptik, ganz, ganz toll. Beim M2 Competition ist das ja so ein Soft-Touch-Plastik, das jetzt auch nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, echtes Leder fühlt sich einfach nochmal viel, viel besser an. Die Bedieneinheit bzw. die Bedienelemente sind wie bei allen, ja wie soll ich sagen, Modellen von BMW seit, ich glaube 2010 ungefähr gleich geblieben. Hier jetzt auch. Wir haben die Möglichkeit, 8 individuell bzw. frei konfigurierbare Knöpfe zu belegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, wenn ich den Knopf 7 drücke, bekomme ich meine Reifendruckanzeige dargestellt. Drücke ich auf die Nummer 8, geht er in die Performance-Anzeige. Das kann man also frei belegen. Wunderschön gemacht, sehr, sehr praktisch. Es gibt hier noch einen USB-Anschluss, den man direkt im Cockpit unterbringen kann. Dann hat man hier vorne, so als kleinen Ersatz für das fehlende Ablagefach, jetzt so eine Klappe. Ja, wo man also wirklich relativ wenig Platz hat. Da bekommt man nur einen ganz kleinen Schlüssel unter. Dann nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Da war mir das Ablagefach auf der Fahrerseite schon deutlich lieber. Dann in der Mittelkonsole finden sich all unsere speziellen Direktwahlknöpfe. Hier für die Außenspiegelkameras, hier für die Park-Distance-Sensor und Rückfahrkamera. Hier die Verstellung der Lenkwinkelkräfte bzw. der Lenkwinkelkrafteinstellung. Verstellung für das Fahrwerk. Hier habe ich jetzt das adaptive Fahrwerk drin. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen Komfort, Sport und Sport Plus. Das ist für mich einfach alles relativ hart. Also das hätte ruhig ein bisschen mehr Abstufung vertragen können. Das ist meiner Meinung nach viel zu hart. Also im Komfortmodus bzw. die Spreizung ist zu gering.
Dann die Einstelltaste für die verschiedenen Motormodi und eben die DSC-Aus-Taste. Dann ist hier ganz normal das SMG-Getriebe drin von BMW und wir haben hier dann auch nochmal die Möglichkeit, die Schaltwege zu verstellen, beziehungsweise die Schaltzeiten. Dann das große iDrive-System. Ja, also alles so, wie man es eigentlich kennt, gewohnt, aufgeräumt und praktisch angebracht. Ein nettes Feature auf der Rückseite bzw. auf den Plätzen hinten ist die Möglichkeit, hier diese integrierten Sonnenrollos zu nutzen, um nochmal zusätzlich dafür zu sorgen, dass sich nicht so viel Hitze im Fahrzeug aufstaut. Sehr, sehr praktisch und schön gemacht. Hier der Einstiegsbereich. Was jetzt auffällt im Vergleich zum Coupé, dass die Einstiegsblende, wo jetzt hier M3 draufsteht, deutlich kleiner und kürzer ausfällt als beim Coupé. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, musste ich mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, weil ich das einfach vom Coupé so nicht kannte. Ansonsten ist es eigentlich ja der Einstieg und die Funktionen, wie gesagt, nahezu identisch zum Beispiel 440 Coupé oder auch zu meinem M2 Competition. Da es sich hier jetzt um das Competition-Modell handelt, sind auch die entsprechenden Felgen mit dabei, die ich sehr, sehr schön finde. Also wunderschöne Competition-Felgen. Ganz, ganz toll. Die Bremsanlage ist die normale M-Sportbremse, das heißt 4 Kolben vorne und 2 Kolben hinten. Das reicht für den normalen Fahrbetrieb vollkommen aus. Auf der Rennstrecke, denke ich, wäre es schon besser, wenn man da eine Bremse, ja, sag ich mal, nochmal eins drüber nimmt, die Keramikversion, oder eben andere Bremsbeläge fährt, einfach um da mehr Kontinuität zu haben im Rennstreckenbetrieb. Was haben wir auch? Wir haben ähnlich wie am Coupé oder wie am 440 oder auch am M4 die Rathausentlüftungen. Die sind hier ein bisschen kleiner als beim M4. Dennoch erfüllen sie ihren Zweck und finde ich optisch auch wieder sehr gelungen. Dann hier jetzt das Fahrzeugheck. Man sieht ganz klar, wenn man in Richtung seitliche Kotflügellinie geht, wie der Kotflügel hier rauskommt und raussteht. Das ist einfach beim M3 nochmal gewaltiger oder optisch, sage ich mal, gewaltiger als jetzt beim M4. Aufgrund dessen, dass wir hier eben 2 Türen hinten haben und dadurch dieser Übergang deutlich härter ist, als es jetzt beim Coupé der Fall ist, weil dort eben mehr Möglichkeit oder mehr Raum da ist, um den Kotflügel zu ziehen. Hier ist der Übergang sehr, sehr abrupt und das wirkt dann nochmal wuchtiger und ja, also finde ich optisch nochmal einen Tick schöner als beim M4. Dann hier hinten die Schürze mit dem kleinen angedeuteten Luftauslass, der natürlich nicht funktional ist. Dann die Doppelrohrauspuffanlage mit dem großen Endschalldämpfer. Sehr, sehr schön gelöst. Auch schön, dass hier eben im Competition-Modell die schwarzen Endrohrblenden verbaut sind. Finde ich deutlich schöner als die silbernen. Insgesamt auch der Endschalldämpfer, aufgrund dessen, dass es hier jetzt ein Modell vor WLTP-Einstufung ist, deutlich kleiner und fällt nicht mehr so groß aus wie zum Beispiel beim M2 Competition. Da ist das ja ein riesiger Wulst. Hier ist der sehr dezent. Er fällt immer noch auf, aber hängt jetzt nicht so massiv hinten runter. Richtig schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hier am Heckdeckel ist nochmal ein ganz kleiner Spoiler angebracht. Der ist jetzt, weiß ich nicht, ob der wirklich eine Funktion hat. Hebt natürlich das Modell nochmal ein bisschen ab vom normalen Dreier. Da ist allerdings der größere Heckspoiler bzw. Heckflügel mit dieser kleinen Senke in der Mitte deutlich schöner als dieses Serienmodell. Ein weiteres Highlight am M3 im Vergleich zum Beispiel zum M2 Competition hat der M3 standardmäßig ein Carbondach. Wunderschön gestaltet, fällt jetzt natürlich bei Schwarz nicht so sehr auf, ist aber, finde ich, ganz angenehm. So sieht man nicht sofort, dass das eben ein M3 oder ein Competition-Modell ist. Richtig schön gelöst, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier jetzt nochmal die Fahrzeugfront von der Seite mit den schönen Rädern, den Luftauslässen vorne im Kotflügel, mit den schönen M-Spiegeln. Die Linie ist, finde ich, wunderschön. Ist genau die richtige Proportion. Jetzt sieht man hier nochmal, wie stark doch der hintere Kotflügel eben dann abrupt nach außen bricht, um da sozusagen ähnlich weit nach draußen zu kommen, wie es jetzt beim M4 ist. Aber aufgrund dessen, dass hier eben viel weniger Kotflügel vorhanden ist, um diesen Übergang zu gestalten, sieht es hier einfach nochmal deutlich wuchtiger aus. Und insgesamt muss ich sagen, ist die Silhouette einfach wunderschön von dem Fahrzeug. Also ja, das ist optisch ein richtiger Hingucker. Ganz, ganz toll gemacht. Gefällt mir auch viel besser als die aktuellen Bilder, die ich gesehen habe vom kommenden M3-Modell für 2019. Also da finde ich den alten, diese Version hier, viel, viel schöner als das, was ich jetzt bisher an Bildern gesehen habe von dem neuen M3. Hier jetzt ein kleiner Blick in den Motorinnenraum. Wir haben hier den gleichen Motor, den S55 Motor, wie im M4 oder im M2 Competition. Allerdings ist jetzt hier beim M3 Competition der Motor noch mal ein bisschen stärker im Vergleich zum normalen M3. Wir haben hier also 450 PS
und ich glaube 620 oder 600 Newtonmeter. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es 600 oder 620 waren. Wir haben auch die Carbon-Domstrebe, das ist also wirklich vom Aufbau her absolut identisch zum M2 oder zum M2 Competition oder auch zum M4 oder zum M4 Competition. Wie gesagt, da wird überall der gleiche Motor verbaut. Ein sehr, sehr schöner Motor, ein sehr guter Motor. Viele finden den Klang ja nicht so toll, aber ganz ehrlich, wenn man das Auto auf der Rennstrecke bewegt und im oberen Drehzahlbereich unterwegs ist, bin ich mit dem Motorklang mehr als zufrieden. Ich finde den wunderschön, der klingt unheimlich kernig. Im normalen Fahrbetrieb oder Stadtbetrieb, klar, da hört man den jetzt nicht so, aber das ist ja eh nicht der Einsatzbereich oder nicht das Einsatzgebiet, wo man jetzt so ein Auto, sag ich mal, bewegen sollte. Da kommt das ja eh nicht zur Geltung. Man muss mit dem Ding einfach auf die Rennstrecke und da spielt es voll den Klang und die Schönheiten aus, die dieser Motor bietet. Jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen Sound aus dem M3 Competition Auspuff. Das ist ja auch mit eines der wichtigsten Merkmale, wenn man sich so ein Auto anschafft, dass man eben auch entsprechend den Klang hat. Und der ist hier wirklich sehr, sehr gut in der Serie. Er ist laut, er ist aber nicht zu laut, er ist kernig, nicht aufdringlich und er ist vor allem schön regelbar. Das heißt also im normalen Fahrbetrieb sehr, sehr unauffällig. Und wenn man dann eben in den Sportmodus oder Sport Plus Modus schaltet, dann wird er richtig kernig. Jetzt noch einige Impressionen in Sachen Motorklang. Wie gesagt, ich starte erst im Normalbetrieb, also sprich im Efficient Mode und gehe dann auf Sport und auf Sport Plus. Und also ich finde den Sound sehr, sehr ansprechend, sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch.